Lektion 1: Afterwork-Abenteuer. Hi Anna, was hast du heute nach der Arbeit gemacht? Nun, es war so ein schöner Abend, also beschloss ich, einen neuen Wanderweg in der Nähe meines Hauses zu erkunden. Oh, ein Wanderweg. Das klingt nach Spaß. Wie war das Erlebnis? Es war großartig. Der Weg schlängelte sich durch dieses wunderschöne Waldgebiet. Es fühlte sich so friedlich und erfrischend an. Das ist großartig. Ich liebe es, in der Natur unterwegs zu sein, besonders nach einem langen Tag im Büro. Tja, auch etwas frische Luft und Bewegung haben einfach etwas, das die Batterien richtig auflädt. Absolut. Sind Ihnen unterwegs interessante Wildtiere oder Lebensräume begegnet? Ja, tatsächlich. Ich entdeckte ein paar Hirsche und sogar ein paar verschiedene Vogelarten, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Wie cool. Wenn ich auf Entdeckungsreise bin, genieße ich es immer, die lokale Flora und Fauna zu beobachten. Ebenfalls, es ist wie eine kleine Naturrose mitten in der Stadt. Das ist wirklich toll. Vielleicht muss ich dich irgendwann auf einer deiner Feierabendwanderungen begleiten. Das solltest du unbedingt. Ich würde die Firma lieben. Außerdem kann ich Ihnen einige meiner Lieblingssorte zeigen. Das klingt erstaunlich. Ich könnte mehr Gelegenheiten gebrauchen, rauszugehen und die Natur zu genießen. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, nach einem anstrengenden Arbeitstag zu entspannen und neue Kraft zu tanken. Sicher. Nun, ich freue mich, dass du heute so eine schöne Zeit auf deiner Wanderung hattest, Anna. Danke, John. Es war der perfekte Abschluss des Tages. Ich kann es kaum erwarten, wieder dorthin zu fahren. Ich gebe dir keine Vorwürfe. Sagen Sie mir einfach Bescheid, wenn Sie das nächste Mal ein Afterwork-Abenteuer planen. Wir tun. Ich freue mich darauf, die Erfahrung mit Ihnen zu teilen. Super, es ist ein Plan. Das hat mich wirklich gefreut, öfter nach draußen zu gehen. Wunderbar. Ich weiß, dass du es lieben wirst. Die Natur hat eine Möglichkeit, den Geist zu verjüngen. Ich kann es schon spüren. Danke für die Empfehlung, Anna. Ich schätze es. Lektion 2: Lokale Nachrichten erkunden. Hallo Anna, liest du am liebsten eine Lokalzeitung? Hallo John, das tue ich. Ich lese gerne die Tageszeitung, um über das Geschehen in unserer Stadt auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist großartig. Mir geht es genauso. Ich lese morgens oft gerne die Zeitung. Jedenfalls, in unserer Stadt gibt es 3 verschiedene Zeitungen, daher versuche ich, mir verschiedene davon anzusehen. Ach ja, das ist ein guter Ansatz. Durch die Prüfung mehrerer Quellen erhalten Sie einen umfassenden Überblick. Für Ich finde es faszinierend, die Perspektiven und die Berichterstattung lokaler Ereignisse zu vergleichen. Definitiv. Es ist erstaunlich, wie verschiedene Zeitungen unterschiedliche Blickwinkel auf dieselben Geschichten hervorheben können. Hiluf, haben Sie einen persönlichen Favoriten unter den 3 hier vorgestellten Artikeln? Wissen Sie, ich bevorzuge die tägliche Metro-Zeitung. Ich finde Ihre Berichterstattung ausgewogen und ausführlich. Ach ja, das ist eine gute Wahl. Sie leisten hervorragende Arbeit, um die Community auf dem Laufenden zu halten.
Vereinbart. Und mir gefällt, dass Sie eine gute Mischung aus harten Nachrichten, Beiträgen von lokalem Interesse und sogar ein paar lustigen Inhalten bieten. Ja, dieser umfassende Ansatz ist wirklich ansprechend. Es sorgt für ein vergnügliches Lesevergnügen. Sicher. Okay, ich werde dafür sorgen, dass ich morgen früh unterwegs ein Exemplar mitnehme. Klingt nach einem Plan. Ich muss es mir auch mal anschauen. Das war eine tolle Diskussion über lokale Nachrichten. Definitiv. Es ist immer gut, über das Geschehen in unserer Community auf dem Laufenden zu bleiben. Lektion 3: Einkaufsbummel. Hi Anna, gehst du später in den Laden? Ich muss ein paar Dinge besorgen. Ausgezeichnetes Teaming, John. Ich wollte gerade einen Einkaufsbummel machen. Benötigen Sie etwas Bestimmtes? Nun, mir gehen einige grundlegende Büroutensilien aus, Stifte, Notizblöcke und so etwas. Das Ich kann auf jeden Fall danach Ausschau halten. Suchen Sie sonst noch etwas? Hermin, lass mich nachdenken. Oh, ich könnte eine neue Computermaus gebrauchen, wenn Sie zufällig gute Angebote sehen. Okay, Büromaterial und eine Computermaus notiert. Ich werde mir auf jeden Fall die Elektronikabteilung ansehen. Perfekt, danke Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie diese für mich abgeholt haben. Überhaupt kein Problem. Ich schnappe mir die gerne, während ich unterwegs bin. Gibt es noch etwas, das Sie brauchen? Das glaube ich nicht. Nur diese Hauptartikel werden großartig sein. Ich versuche, die Grundausstattung wieder aufzufüllen, verstehen Sie? Auf jeden Fall ist es immer gut, die wichtigsten Vorräte zur Hand zu haben. Ich werde ein Auge darauf haben. Wunderbar. Ich erstatte Ihnen die Kosten, wenn Sie zurückkommen. Teilen Sie mir einfach die Gesamtsumme mit. Hört sich gut an. Okay, ich gehe jetzt einkaufen. Gibt es sonst noch etwas, das ich für Sie besorgen kann? Ich denke, das deckt es ab. Nochmals vielen Dank, Anna. Gute Reise. Gern geschehen, John. Wir sehen uns später mit Ihren neuen Vorräten. Genießen Sie den Rest Ihres Tages. Du auch. Schatten Sie bald mit Ihnen. Lektion 4: Stärkung des Selbstvertrauens. Anna, kann ich dich etwas fragen? Ich fühle mich in letzter Zeit etwas unsicher. Natürlich, John. Was ist Hilfe? Ich bin hier, um zuzuhören. Nun, ich habe an mir selbst und meinen Fähigkeiten gezweifelt. Ich fürchte den Schmerz, abgelehnt zu werden. Ich verstehe diese Angst, aber denken Sie daran, Sie sind genug. Zweifle niemals an deinem Wert. Glaubst du das wirklich? Manchmal habe ich einfach das Gefühl, nicht gut genug zu sein. John, du bist so fähig und talentiert. Lassen Sie sich von diesen negativen Gedanken nicht unterkriegen. Ich versuche positiv zu sein, aber manchmal fällt es mir schwer. Ich möchte einfach selbstbewusst sein. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber Sie haben so viel zu bieten. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken, nicht auf Ihre Schwächen. Bei dir klingt es so einfach. Wie fange ich eigentlich an, das über mich selbst zu glauben? Es erfordert Übung, aber seien Sie freundlich zu sich selbst. Feiern Sie Ihre kleinen Erfolge und seien Sie nicht so hart zu sich selbst.
Okay, ich werde es versuchen. Es ist einfach schwer, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Ich weiß, aber jeder ist auf seiner eigenen Reise. Der Vergleich ist der Dieb der Freude. Umfassen Sie Ihre Einzigartigkeit. Sie haben recht. Ich muss aufhören, mir Sorgen darüber zu machen, was alle anderen tun. Ja, konzentrieren Sie sich einfach darauf, die beste Version Ihres Selbst zu sein. Das hast du, John. Danke, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich zu ermutigen. Es bedeutet viel. Lektion 5: Technologie-Transformation. Hi Anna, erinnerst du dich, als wir jünger waren und Computer noch eine Neuheit waren? Oh ja, das tue ich auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, wie schnell sich die Technologie weiterentwickelt hat. Absolut. Ich erinnere mich, als meine Familie zum ersten Mal einen Computer bekam. Das war eine große Sache. Ebenfalls, damals war das Ziel, bis zum Jahr 2000 einen Computer zu kaufen. Ha, ja. Und im Jahr 2000 waren Computer bereits weit verbreitet. Ja, es ist verrückt, wenn man bedenkt, wie sehr sie sich weiterentwickelt haben und zu einem festen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden sind. Kein Scherz. Ich erinnere mich an die Zeit, als das Internet noch über eine Einwahlverbindung verfügte und das Surfen im Internet so langsam war. Oh Gott, die Einwahltage. Ewiges Warten auf das Laden einer einzelnen Webseite. Ha, ja. Und jetzt haben wir blitzschnelles Breitband und Smartphones in der Tasche. Unglaublich, nicht wahr? Die Technologie hat die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, völlig verändert. Definitiv. Ich frage mich, was die nächsten großen Fortschritte sein werden. Virtuelle Realität vielleicht? Oh, das ist ein interessanter Gedanke. Ich kann mir nur vorstellen, wie immersiv diese Technologie sein wird. Rechts. Die Möglichkeiten sind endlos. Es ist eine aufregende Zeit, um am Leben zu sein, das ist sicher. Hilf. Ich bin gespannt, wie Technologie unsere Zukunft weiterhin prägen wird. Ich auch. Eines ist jedoch sicher, das Tempo des Wandels wird so schnell nicht nachlassen. Das ist sicher. Es war eine unglaubliche Reise und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was als nächstes kommt. Ebenfalls. Die Zukunft ist rosig, mein Freund. Lektion 6: Der Aufstieg der Kombikultur. Hi Anna, hast du den neuesten Superheldenfilm gesehen, der gerade herausgekommen ist? Oh nein, ich habe es noch nicht gesehen. Ich hatte vor, es mir anzusehen. Sind Sie ein großer Comic-Fan? Absolut. Ich habe sie geliebt, seit ich ein Kind war. Die Geschichten und Charaktere haben mich schon immer fasziniert. Das ist so cool. Ich muss zugeben, dass ich mich früher nicht besonders für Comics interessiert habe, aber sie sind mir definitiv ans Herz gewachsen. Ja, die Comicbranche ist in den letzten Jahren wirklich explodiert. Es ist zu einem großen Teil der Populärkultur geworden. Definitiv. Ich meine, wer hätte gedacht, dass sich aus einem einfachen Comic eine so riesige Industrie entwickeln könnte? Rechts. Es ist ziemlich unglaublich. Vielleicht bedeutet das, dass die Geschichten und Charaktere die Menschen auf einer tieferen Ebene wirklich ansprechen. Das ist ein toller Punkt.
Es muss etwas an der Kreativität und Vorstellungskraft sein, das die Menschen anzieht. Absolut. Die in Comics geschaffenen Welten und Charaktere bieten eine Fluchtmöglichkeit, die Menschen wirklich fesselnd finden. Das kann ich sehen. Das Geschichtenerzählen ist so fesselnd und die Bilder sind einfach fesselnd. Völlig. Und jetzt, mit all den Verfilmungen, werden die Geschichten einem breiteren Publikum noch zugänglicher. Ja, es ist großartig, wie sich das Comic-Medium weiterentwickelt und im Mainstream erfolgreich geworden ist. Definitiv. Ich bin gespannt, wie die Branche und das Fandom in den kommenden Jahren weiter wachsen. Auch es war wirklich faszinierend, diesen kulturellen Wandel mitzuerleben. Comics haben es so weit gebracht. Vereinbart. Es zeigt einfach die Kraft großartigen Geschichtenerzählens und innovativer Ideen. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, in den nächsten großen Comic-Blockbuster einzutauchen. Ebenfalls. Es wird eine aufregende Fahrt. Lektion 7: Reisemöglichkeiten erkunden. Hallo Anna, ich versuche eine große Reise zu planen und könnte deinen Beitrag gebrauchen. So eine Reise. Wie aufregend. An was für ein Abenteuer denkst du? Nun, ich denke über ein paar verschiedene Reiseziele nach und versuche, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Okay, lass es uns führen. Gerne höre ich zu und teile meine Gedanken. Großartig. Einerseits zieht es mich wirklich zu diesem tropischen Inselurlaub. Wunderschöne Strände, fantastisches Essen und eine super entspannte Atmosphäre. Hi Mem, das klingt wirklich himmlisch. Die Gelegenheit zum Entspannen und Auftanken könnte genau das sein, was Sie brauchen. Genau. Aber auch diese historische Stadtrundfahrt fasziniert mich. Es gibt so viel Kultur und Architektur zu entdecken. Guter Punkt. Auch diese Art immersiver Kulturerfahrung kann unglaublich bereichernd sein. Vereinbart. Es ist eine schwierige Entscheidung, Entspannung und Abenteuer in Einklang zu bringen. Was denken Sie? Wenn man diese Aspekte bedenkt, kommt es meiner Meinung nach darauf an, was man sich von der Reise erhofft. Heimen, das ist eine gute Sichtweise. Ich muss auf jeden Fall über meine Prioritäten nachdenken. Piluf. Nehmen Sie sich einfach etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Bei Bedarf bin ich gerne für weitere Brainstormings zuständig. Wunderbar, danke Anna. Ich glaube, ich habe jetzt eine bessere Vorstellung davon, wie es weitergehen soll. Exzellent. Ich freue mich, dass ich dazu beitragen konnte, eine neue Perspektive zu schaffen. Teilen Sie mir einfach mit, wie Sie sich entscheiden. Wird tun. Okay, es ist Zeit, diese Reiseplanung in Gang zu bringen. Ich freue mich, dass Sie sich mit mir darüber unterhalten. Natürlich jederzeit. Ich bin gespannt, alles über Ihre Reisen zu erfahren, egal wohin Sie reisen. Definitiv. Das wird ein unglaubliches Abenteuer, das spüre ich. Lektion 8: Erkundung alternativer Pendlerwege. Morgen, Anna. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren? Guten Morgen, John. Eigentlich habe ich in letzter Zeit darüber nachgedacht. Warum haben Sie das angesprochen? Nun, ich habe versucht, Wege zu finden, umweltfreundlicher zu sein und etwas Bewegung in meinen Alltag zu integrieren.
Das ist eine tolle Idee. Mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, würde definitiv beides ankreuzen. Genau. Außerdem könnte ich dadurch eine Menge Benzin und Parkkosten sparen. Das stimmt. Die Kosteneinsparungen wären ein schöner Bonus. Hast du es schon einmal gemacht? Nein, noch nicht. Aber ich habe nach Routen und Ausrüstung recherchiert. Es scheint machbar, auch wenn es einige Anpassungen erfordern könnte. Ich kann es mir vorstellen. Es ist eine große Veränderung, den Pendelverkehr auf diese Weise zu verlagern. Haben Sie über die Logistik nachgedacht? Nun, ich muss herausfinden, wie ich mein Fahrrad sicher im Büro aufbewahren kann. Und ich muss natürlich das Wetter einplanen. Definitiv. Das sind wichtige Überlegungen. Aber ich finde es großartig, dass Sie sich damit befassen. Danke, Anna. Es ist ein bisschen entmutigend, aber ich bin gespannt auf die möglichen Vorteile. Ich höre dich. Manchmal kann es etwas einschüchternd wirken, etwas Neues auszuprobieren. Aber es könnte wirklich lohnend sein. Das ist ein guter Punkt. Ich bin bereit, es zu versuchen und zu sehen, wie es läuft. Im schlimmsten Fall fahre ich einfach wieder weiter. Wir, es muss keine alles oder nichts Sache sein. Sie können es bei Bedarf jederzeit reduzieren. Definitiv. Okay, ich werde anfangen, einen Plan auszuarbeiten. Wünsch mir Glück. Viel Glück, John. Ich finde es eine tolle Idee und helfe gerne, wo ich kann. Super. Danke, Anna. Ich halte Sie über meine Fortschritte auf dem Radweg auf dem Laufenden. Lektion 9. Pelzige Freunde. Hi Anna, hast du Haustiere? Ja, das tue ich. Ich habe einen Hund und eine Katze. Sie sind meine pelzigen Begleiter. Das ist großartig. Ich liebe Tiere. Was für einen Hund und eine Katze hast du? Nun, mein Hund ist ein goldener Retriever namens Bodhi. Er ist so süß und voller Energie. Ah, Golden Retriever sind so wundervolle Hunde. Und was ist mit deiner Katze? Meine Katze ist ein Kaliko namens Mittens. Sie ist etwas unabhängiger, aber sehr anhänglich. Kalikos sind wunderschön. Es hört sich so an, als hätten sie dort ein ziemlich dynamisches Duo. Pfiuh. Sie halten mich auf Trab, aber ich liebe sie. Sind Sie auch ein Haustiermensch? Darauf können Sie wetten. Ich habe einen Labrador namens Daisy. Sie ist meine beste pelzige Freundin. Labradore sind so treue und liebevolle Hunde. Ich verstehe, warum diese deine Freundin ist. Definitiv. Sie ist seit Jahren an meiner Seite. Haustiere werden wirklich Teil der Familie, nicht wahr? Definitiv. Sie bieten so viel Kameradschaft und Freude. Ich könnte mir mein Leben ohne Bully und Mittens nicht vorstellen. Ebenfalls. Daisy war durch dick und dünn für mich da. Sie bringen wirklich so viel Glück. Hiluf. Die bedingungslose Liebe und Unterstützung unserer Haustiere ist etwas ganz Besonderes. Kann dem nur zustimmen. Okay, ich muss Daisy ein paar zusätzliche Streicheleinheiten geben, wenn ich nach Hause komme. Oh, ich bin sicher, sie wird das zu schätzen wissen. Genießen Sie die Zeit mit Ihrem pelzigen Freund.
Danke, Anna. Du gibst Billy und Mittens auch ein paar Haustiere für mich, okay? Lektion 10. Zur Bushaltestelle gelangen. Hallo Anna, ich bin ein wenig verloren. Ich muss zum Busbahnhof, bin mir aber nicht sicher, welchen Weg ich nehmen soll. Oh, kein Problem. Lassen Sie mich versuchen, Ihnen zu helfen. Von wo aus fängst du an? Ich bin an der Ecke Main und Oak. Ich versuche, zum Busbahnhof in der Innenstadt zu gelangen. Okay, verstanden. Von dort aus sollten Sie auf der Oak Street Richtung Süden fahren. Die Bushaltestelle sollte etwa 10 Minuten entfernt sein. Super, danke. Und welchen Bus soll ich nehmen, um in die Innenstadt zu gelangen, wenn ich am Busbahnhof ankomme? Lass mich nachdenken. Die Buslinie 12 fährt direkt in die Innenstadt. Es sollte etwa alle 20 Minuten laufen. Perfekt, die Nummer 12. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mich dabei begleitet hast, Anna. Ich möchte meinen Bus nicht verpassen. Natürlich. Ich weiß, dass die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwierig sein kann, insbesondere wenn man sich in der Gegend nicht auskennt. Definitiv. Da ich normalerweise Auto fahre, ist es hier etwas außerhalb meines Elements. Aber ich versuche, umweltfreundlicher zu sein. Das ist großartig, John. Mit dem Bus zu fahren ist eine fantastische Möglichkeit, Ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und es ist wirklich nicht allzu kompliziert, wenn man erst einmal den Dreh raus hat. Ich bin sicher, dass du recht hast. Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg. Wünsch mir Glück. Fehlgriff. Denken Sie daran, fahren Sie auf der OAG Richtung Süden bis zum Busbahnhof und halten Sie dann Ausschau nach der Buslinie 12. Du hast es. Super, nochmals vielen Dank, Anna. Ich werde Sie wissen lassen, wie es weitergeht. Hört sich gut an. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise und zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Wird tun. Wir sprechen später. Lektion 11. Ein Strandurlaub. Hi Anna, wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende einen nahegelegenen Strand besuchen? Ich könnte etwas Zeit gebrauchen, um mich zu entspannen und die Sonne zu genießen. Oh, ein Strandausflug klingt absolut perfekt. Haben Sie bestimmte Strände im Sinn? Nun ja, etwa eine Stunde von hier entfernt liegt diese nette kleine Küstenstadt. Ich habe gehört, dass die Strände dort wunderschön sind. Ach ja, ich kenne den, von dem du sprichst. Die Sandstrände und das glitzernde blaue Wasser sind einfach atemberaubend. Großartig, das ist es, von dem ich gehofft hatte, dass du es empfehlen würdest. Ich würde gerne einen Tag damit verbringen, die Gegend zu erkunden und zu entspannen. Definitiv. Es ist so ein friedlicher und malerischer Ort. Außerdem gibt es jede Menge nette kleine Geschäfte und Restaurants zum Ausprobieren. Perfekt, das ist genau das, was ich brauche. Eine schöne Abwechslung zum Trubel der Stadt. Hilf. Es wird der ideale Kurzurlaub sein. Wir können ein Picknick einpacken, etwas Sonnencreme mitbringen und einfach die Küstenstimmung genießen. Klingt himmlisch. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir über die Promenade schlendern und dem Rauschen der Wellen lauschen. Doch, und wir müssen darauf achten, unsere Zehen ins Wasser zu stecken. Vielleicht sogar schwimmen gehen, wenn es warm genug ist. Oh, Schwimmen klingt göttlich. Ich werde entspannt, wenn ich nur daran denke. Genau das hat der Arzt verordnet.
Ich kann nur zustimmen. Ein Strandtag ist der perfekte Ausgleich zum Stress des Alltags. Genau. Okay, beginnen wir mit der Planung dieses kleinen Abenteuers am Meer. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Das wird so viel Spaß machen. Ich zähle schon die Tage herunter. Eindrucksvoll. Okay, ich fange an, nach Hoteloptionen zu suchen und die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. Das wird großartig. Wunderbar. Lassen Sie mich einfach wissen, was ich tun kann, um zu helfen. Ich freue mich so sehr auf unseren Strandurlaub. Mache ich, danke Anna. Okay, es ist Zeit, davon zu träumen, Sandburgen zu bauen und ein paar Sonnenstrahlen zu fangen. Lektion 12: Wanderabenteuer. Ich liebe Wandern. Es ist eine tolle Möglichkeit, die Natur zu genießen und aktiv zu bleiben. Tja, es gibt nichts Schöneres, als sich auf die Wanderwege zu begeben und die Natur zu erkunden. Absolut. Die frische Luft, die wunderschöne Landschaft, das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Alles ist so erfrischend. Definitiv. Und es ist so eine friedliche und erdennende Erfahrung, finden Sie nicht? Vollständig. Es ermöglicht mir, einfach mal von der Hektik des Alltags abzuschalten. Ja, es ist die perfekte Möglichkeit, neue Energie zu tanken und sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Kann dem nur zustimmen. Haben Sie hier Lieblingsorte zum Wandern? Ja, da ist dieser wirklich wunderschöne State Park etwa eine Stunde entfernt. Die Wanderwege dort sind einfach atemberaubend. Oh, das muss ich mir mal ansehen. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Wanderabenteuern. Es ist das Beste. Es gibt Wanderwege für alle Schwierigkeitsgrade, sodass sie sowohl für erfahrene Wanderer als auch für Anfänger geeignet sind. Super, das klingt perfekt. Ich würde gerne bald einen Tagesausflug dorthin planen, wenn Sie Lust dazu haben. Definitiv. Gerne schließe ich mich Ihnen an. Wir können ein Mittagessen einpacken und einen ganzen Tag damit verbringen. Klingt nach einem Plan. Ich kann es kaum erwarten, meine Stiefel zu schnüren und mit dir auf die Trails zu gehen. Ich auch nicht. Es wird so viel Spaß machen. Einfach in der Natur sein und die Landschaft genießen. Absolut. Ich spüre bereits, wie der Stress nachlässt, wenn ich nur daran denke. Ebenfalls. Wandern ist wirklich die beste Möglichkeit, neue Energie zu tanken und neue Kontakte zu knüpfen. Kann dem nur zustimmen. Okay, fangen wir mit der Planung unseres Wanderausflugs an. Hört sich gut an. Ich bin so aufgeregt. Das wird ein unglaubliches Abenteuer. Daran habe ich keinen Zweifel. Okay, es ist Zeit, meinen Rucksack fertig zu machen. Lektion 13: Naturwunder bewahren. Die World-Wildlife-Kommission hat kürzlich gezeigt, wie Regierungen daran arbeiten können, den Besuch von Naturwundern wie den Niagarafällen zu einem nachhaltigeren Erlebnis zu machen. Oh, das ist faszinierend. Ich bin wirklich daran interessiert, mehr über Ihre Empfehlungen zu erfahren. Der Schutz dieser ikonischen Naturstätten ist so wichtig. Absolut. Der Bericht hob einige Schlüsselstrategien hervor, wie die Einführung von Besucherquoten und die Förderung umweltfreundlicher Transportmöglichkeiten. Das macht sehr viel Sinn. Die Kontrolle der Besucherzahlen und die Förderung nachhaltiger Reisemethoden können viel bewirken.
Definitiv. Sie schlugen außerdem vor, in die Infrastruktur zu investieren, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, beispielsweise durch den Bau von Promenaden anstelle von gepflasterten Wegen. Tja, dies trägt dazu bei, die empfindlichen Ökosysteme rund um diese Naturattraktionen zu schützen. Jedes bisschen hilft, nicht wahr? Definitiv. Und der Bericht betonte, wie wichtig es ist, Besucher über Naturschutz und verantwortungsvolle Tourismuspraktiken aufzuklären. Das ist ein toller Punkt. Es ist von entscheidender Bedeutung, Menschen mit Wissen zu befähigen. Wenn sie die Wichtigkeit verstehen, ist es wahrscheinlicher, dass sie ihren Beitrag leisten. Genau. Ziel ist es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Wunder zu erleben und zu schätzen und sie gleichzeitig für kommende Generationen zu schützen. Psychof. Es geht darum, dieses Gleichgewicht zu finden, den Zugang zu ermöglichen, aber auf nachhaltige Weise. Ich bin wirklich beeindruckt von dem ganzheitlichen Ansatz der Kommission. Ich auch. Es ist ein komplexes Thema, aber sie scheinen einige praktische Lösungen gefunden zu haben, die einen echten Unterschied machen könnten. Vereinbart. Ich hoffe, dass die Regierungen diese Empfehlungen beherzigen und umsetzen. Unsere Naturschätze sind unersetzlich. Kann dem nur zustimmen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Erhaltung dieser ikonischen Stätten für die Zukunft. Ich freue mich, dass diese Bemühungen im Gange sind. Definitiv. Es gibt hier Hoffnung, dass wir Wege finden können, wie Menschen die Schönheit der Natur verantwortungsvoll genießen können, ohne sie zu gefährden. Genau. Okay, ich fühle mich inspiriert, mein nächstes umweltfreundliches Abenteuer zu planen. Was halten Sie davon, wenn wir uns eines dieser nachhaltigen Naturwunder ansehen? Südwurf. Ich bin dabei. Das wird eine tolle Gelegenheit, die Natur achtsam zu erleben und wertzuschätzen. Ich kann es kaum erwarten. Okay, beginnen wir mit der Recherche einiger Optionen. Das wird episch. Lektion 14. Stilvolle und erschwingliche Mode. Einverstanden, das Outfit sollte warm, stillvoll und erschwinglich sein. Irgendwelche Ideen, wo wir so etwas finden können? Lass mich nachdenken. Es gibt diese neue Boutique in der Innenstadt, die einige wirklich modische und dennoch preisgünstige Optionen zu bieten scheint. Oh, ich habe mir diesen Ort noch nicht angesehen. Was hast du da für Dinge gesehen? Nun, als ich das letzte Mal dort war, hatten sie tolle Pullover, wirklich gemütlich, aber auch wirklich schick. Und die Preise waren durchaus angemessen. Super, genau das suche ich. Irgendwo kann ich ein schönes Winterkleidungsstück bekommen, ohne mein Budget zu sprengen. Definitiv. Sie hatten auch einige süße Jacken und Accessoires, die gut zu einem Pullover passen würden. Perfekt. Ich stelle mir vor, einen wirklich eleganten und dennoch bequemen Kaltwetterlook zusammenzustellen. Schulhof. Und das Beste daran ist, dass Sie nicht auf Stil und Erschwinglichkeit verzichten müssen. Genau. Ich hasse es, mich zwischen Qualität und Kosten entscheiden zu müssen. Es ist großartig, wenn man beides finden kann. Stimme voll und ganz zu. Oh, und ich denke, Sie hatten sogar ein paar schöne Stiefel, die das Outfit gut vervollständigen würden.